Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Weißt du genau, wie viele Aktien dein Unternehmen hat und wie das genau funktioniert, weil man das nämlich berechnen kann? Das zeige ich dir jetzt am Beispiel von Apple und es geht auch schon los. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, wunderbar, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid zu einem neuen Video und heute geht es um die Anzahl der Aktien, die ein Unternehmen ausgegeben hat, beziehungsweise dann auf dem Markt gehandelt werden. Es geht um das Beispiel Apple. Ich habe mir da einfach mal die Apple Incorporate ausgesucht und Apple ist ja eines der größten Marktkapitalisierung bewerteten Unternehmen und genau das müssen wir uns jetzt auch weiter anschauen. Apple hat aktuell einen Kurs von 150,42 Euro pro Aktie und das brauchen wir auch, diesen Wert. Und jetzt kann man natürlich, es gibt verschiedene Wege. Also man könnte in die Investor Relations gehen von der Apple und schauen, das habe ich jetzt mal gemacht, wie viele Aktien dort in einem Geschäftsbericht aufgeführt werden, weil das sind die Unternehmen dazu verpflichtet, dies zu tun. Man geht einfach auf die investorapple.com Seite. Ich verlinke euch das nachher auch mal in der Videobeschreibung, da könnt ihr das dann selbst tun und habe hier den aktuellsten Annual Report, also diesen Geschäftsjahresbericht heruntergeladen. Das ist hier schon passiert. Wenn man dann auf die Seite 38 hier kommt, ich habe mal den Suchbegriff Shares eingegeben und dann kommt man an die Stelle Earnings per Shares, also der Gewinn pro Aktie und da steht hier noch Net Income in Millions and Shares in Thousands. Warum ist das wichtig? Weil aktuell, also aus dem Jahr, aktuellster Stand 2022 und hier sehen wir dann eine Zahl und das sind 16 Millionen und wenn wir hier nochmal die Nullen dranhängen, kommen wir auf Milliarden, weil 1 Million hat 1000 Millionen hat, ist 1 Milliarde und das heißt, wir kommen dann auf 16,325 Milliarden ungefähr. Hier steht die genaue Zahl, also 16,3 Milliarden Aktien. Das wäre der erste Weg. Aber du kannst es natürlich auch selbst ausrechnen und zwar gibt es hier die Möglichkeit anhand einer Formel. Du nimmst also die Marktkapitalisierung, die suchen wir uns raus, den ist gleich den Aktienkurs mal der Gesamtzahl ausstehender Aktien. Und jetzt kann man das Ganze umdrehen, nämlich Marktkapitalisierung geteilt durch den Aktienkurs ist gleich dann Anzahl ausstehender Aktien. Das wäre also dann im Umkehrschluss die Formel, die wir verwenden könnten. Wo bekommen wir die Marktkapitalisierung her? Zum Beispiel bei der Frankfurter Börse, die Apple Incorporated eingeben und dann haben wir hier die Marktkapitalisierung liegt bei 2438,78 Milliarden, war schon mal bei 3000 Milliarden, also 3 Billionen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel bei Trade Republic entweder über die App oder hier in der Desktop-App. Ich bin hier jetzt bereits angemeldet in der Desktop-App von Trade Republic. Ihr könnt über den Order Manager gehen und dann geben wir jetzt einfach mal die Apple-Aktie ein und bekommen hier einen Überblick. Ich habe selbst keine Apple-Aktien, also schreibt mir mal, würdet ihr Apple-Aktien kaufen? Gerne in die Kommentare. Ich finde sie immer noch ein bisschen überbewertet mit KGV 28, aber die Aktie hat Potenzial und ich werde überlegen, ob ich die, zumindest auf meiner Watchliste steht sie so in zweiter, dritter Position. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal die Marktkapitalisierung und ähnlich wie an der Frankfurter Börse im Portal steht hier also 2423 an Marktkapitalisierung und jetzt können wir also mit diesem Wert schon ein bisschen arbeiten. Ich habe jetzt hier schon mal die Formel genommen und wir haben 1 Billion, wir haben 2,4 Billionen an Marktkapitalisierung, in dem Fall in Euro und das bedeutet, es ist eine 10 hoch 12 oder eine 1 mit 12 Nullen, die ich hier schon mal aufgeschrieben habe. Und jetzt brauchen wir wieder unsere Formel. Also wir nehmen die Formel, die Marktkapitalisierung. Wir wollen wissen, Anzahl der Aktien ist gleich die Marktkapitalisierung, ich kürze es ab mit MK-Cap und dann geteilt durch Aktienkurs. Das wäre schon die Formel. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Also Anzahl der Aktien, das ist unser X und die Marktkapitalisierung haben wir herausgefunden, sind 2000
423 in Euro, und zwar die Billionen. Die Billionen, also die Milliarden, besser gesagt, das sind die Milliarden. 2423, ich schreibe es nochmal hier hin, an Marktkapitalisierung, geteilt durch, und der aktuelle Aktienkurs lag bei 150,23 Euro. Und jetzt rechnen wir das mal kurz aus und sage, wir brauchen die 2423. Wir könnten jetzt die Nullen mit eingeben und dann durch den Aktienkurs teilen. Kann ich jetzt mal machen. Dann seht ihr das, wie es genau aussieht. Also 12 Nullen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier haben wir die 12 Nullen geteilt durch den Aktienkurs 150,23 ist gleich. Und, aha, wir haben hier die 16, 12 und so weiter, diese Ziffer hier rausbekommen. Ich bereite den mal kurz noch auf. Ich kopiere das hier. Das wäre also x, die Anzahl der Aktien ist gleich. Und wenn wir die nochmal ein bisschen aufhübschen und hier mit dem Komma arbeiten, haben wir also den Wert 16, die haben hier schon aufgerundet bei der Börse in Frankfurt. Und das sind dann Milliarden Stück. Also ist gleich Anzahl der Aktien bei der Apple. Ja, habt ihr es mitbekommen? Also wir schauen uns nochmal an den Wert 16,13. Ich habe hier jetzt aufgerundet, hier diesen Wert mal rauskopiert aus dem Taschenrechner und hier aufgeschrieben und dann nochmal bearbeitet und das Komma verschoben auf Milliarden, und dann kommen wir auf tatsächlich diesen Wert 16,128 Milliarden, und das Ganze kann man auch nochmal verifizieren, nämlich hier im Portal der Börse Frankfurt zum Beispiel. Dort sehen wir tatsächlich, dass hier 16,32 Milliarden, also ja, Sie haben hier nochmal irgendwelche ausstehenden Aktien, das ist natürlich immer zu einem Zeitpunkt, aber es kommt ziemlich nah an dem, was man also ausgerechnet hat. Und wir schauen auch nochmal in den Bericht hier, also hier oben steht was von anderen Aktien, die sind Overweight Basic Shares Outstanding, also da kommen wir auf diese Zahl ganz gut hin, 16,2 Milliarden, und hier wären es 16,3 Milliarden. Also wir kommen ziemlich gut an diesen Wert hin. Man kann das natürlich nicht exakt genau berechnen, das weiß am besten immer nur das jeweilige Unternehmen, welche Aktien wie viel ausgegeben worden sind, und durch einen Stichzeitpunkt ist ja natürlich auch der Aktienkurs jeweils anders verändert, und wir müssen immer den Wert nehmen, den wir also aktuell zur Verfügung haben. Aber so sieht die Formel aus. Das heißt, Anzahl der Aktien ist gleich Marktkapitalisierung geteilt durch aktuellen Aktienkurs, und so habt ihr schon mal so wirklich einen Überschlagsdaumenwert, wie viel Aktien hat denn das Unternehmen ausgegeben, und das ist also zum Beispiel, um zu wissen, ja, wie viel Liquidität und wie viel Aktien im freien Verkauf und Angebot und Nachfrage sind denn auf meiner Börse zur Verfügung, und dafür ist das ganz wichtig und interessant. Hier bei der da kommen natürlich auch noch andere Faktoren hinein, wie viele Aktien sind gesperrt, sind irgendwelche Anteilhaber, die Aktien ja halten und so weiter und so fort. Das kommt natürlich da auch noch mit hinein, aber es gibt schon mal einen ersten Einblick. Ja, das war's schon. Und so einfach geht das zum Ausrechnen. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch da, teilt es mit allen Interessierten, die auch wissen wollen, wie man die Anzahl der Aktien im Unternehmen berechnen kann, und dann schau dir auch noch das Video an mit Main Street Capital. Ich verlinke es dir hier. Main Street Capital hat eine Dividendenrendite von 7%, also wirklich top, und ist ein sogenanntes BDC, Business Development Company Unternehmen, und entsprechend auch sicher und gut aufgestellt. Bis dann, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke euch und ciao, ciao.